Ich habe mir einen neuen Roller gekauft. Bei dem alten war der Motor schon ziemlich hinüber. Und ich habe mir gleich einen Elektroroller genommen. Zum Beweis ein grünes Nummernschild. Das Modell nennt sich Trinity Neptune 4.0. Das Logo finde ich auch ziemlich cool. Ich habe mich für die 2016er Version entschieden, da die Blinker noch hier angebracht wurden. Bei den neueren Modellen sind so Kunststoffblinker, die so mit Stäben rausstehen. Und das war nicht so mein Stil und fand die 2016er Version optisch ansprechender. An der Front, das war mir auch sehr wichtig. Es musste unbedingt einen Scheinwerfer haben. Von der Front her. Und generell vom Design her. An der Seite ein klein bisschen Vespa-Design. Das war mir wichtig. Und auch die Blinker hier an der Seite. Bei meinem vorigen Roller waren die Blinker nämlich hier ungefähr. Aber hier finde ich sie auch besser. Links und rechts. Das sieht auch gleich viel besser aus. Die Anzeigentafel. Wie viel Strom drin ist. Die Höchstgeschwindigkeit. Ich habe schon ein paar Mal getestet, die absolute Höchstgeschwindigkeit liegt 75 km/h. Hier haben wir die verschiedenen Fahrstufen. Bei Stufe 1 wird es auf 30 km/h gedrosselt, bei Stufe 2 auf 50 km/h gedrosselt und bei Stufe 3 volle Kraft. Nun kommen wir zum Fahren. Der Roller fährt relativ lautlos. Bei höheren Geschwindigkeiten hat man dann den Elektromotor. Und ein weiterer Grund für den Kaufvorteil bei Elektrorollern, sie haben eine echt schnelle Beschleunigung und ziemlich lautlos. Also bei meinem vorigen Roller war die Beschleunigung auch ziemlich gut, aber es war eben ziemlich laut. Im Stadtverkehr bei der Ampel habe ich mich mit dem vorigen Roller ziemlich geschämt, da es so schien, als würde er bei jedem Start immer lauter werden. Und ich finde, ich habe eine gute Entscheidung mit dem Roller getroffen. Okay. Und ein weiterer Grund, warum ich mir einen Elektroroller angelegt habe, war, es war aus Geiz, Geldgier. Also, nee, Strom zu fahren ist deutlich günstiger. Die Anschaffungskosten sind zwar anfangs sehr hoch, aber ich habe mal so etwas rumgerechnet und in ca. 5 Jahren macht sich der Roller
unbezahlt. Ich hoffe auch, dass er 10 Jahre oder so, dass er an die 10 oder 15 Jahre halten wird. Die Reichweite beträgt 70 bis 80 Kilometer. Und ich hoffe, ich werde noch in 10 oder 15 Jahren noch damit rumfahren. Das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Das war's dann. Bis zum nächsten Mal.